Kann man damit wirklich vernünftig zu dem Preis Gewinde bohren? Wenn ich ein Gewinde bohren muss, dann fängt das immer genau gleich an mit Suchen. Das heißt, ich habe so eine Box mit Sammelsurien, die durchsuche ich. Wenn ich irgendwann den richtigen Gewindebohrer gefunden habe, dann geht es natürlich noch weiter. Ich brauche einen Kernlochbohrer. Hier ist ein M8er Gewindebohrer, der braucht einen 6,8 mm Kernlochbohrer. Sowas ist natürlich in meiner normalen Bohrerkassette nicht drin und dann geht es weiter mit dem Gesuche. Und da gibt es eine ganz einfache Lösung. Es gibt solche Komplettsets. Man hat die entsprechenden Gewindebohrer, dazu die entsprechenden Kernlochbohrer, ein schönes Windeisen noch dabei. Und sowas habe ich mir bei Lidl gekauft und das hat schlanke 12,99 € gekostet. Normal habe ich gesehen, kostet es 14,99 €. An dem Tag war das im Angebot, 12,99 € habe ich gleich mitgenommen. Und wenn ich mir das so angucke, das sieht alles andere als schlecht aus. Und das wollen wir heute mal ausprobieren, ob man damit vernünftig Gewinde bohren kann. Und wie bei sehr vielen Produkten ist es natürlich so, Parkside ist natürlich nicht der Erfinder von solchen Sets. Die gibt es schon unglaublich lange, aber gerade im günstigen Sektor, da sehen viele Sets unglaublich gleich aus. Schelm, wer da Böses denkt. Wir wollen ausprobieren, ob das wirklich für den normalen Hausgebrauch vollkommen ausreicht. Als erstes kriegt unser Stahlblech jetzt 2 M8er Gewindebohrungen. Dafür habe ich meine schöne Tischbohrmaschine hergeholt. Ich habe einen 6,8 mm Bohrer gewählt. Das sind HSS-Bohrer. Von der Qualität optisch kann man da wirklich nichts sagen. Die haben einen vernünftigen Schliff, sind vernünftig angeschliffen, sieht alles optisch gut aus. Was ich jetzt natürlich als erstes machen muss, ich muss eine vernünftige Drehzahl wählen. Dafür habe ich hier seitlich eine Tabelle. Das haben heute die meisten Bohrmaschinen. 1500 Umdrehungen die Minute bei Stahl und das kann ich hier dann wirklich stufenlos einstellen und dann kann es losgehen mit dem Bohren. Ein bisschen Kühlschmierstoff auf den Bohrer und dann kann ich hier loslegen. Ich kann hier 2 6,8 mm Bohrungen einbringen und das innerhalb von wenigen Sekunden. Funktioniert gut, wenn man sich so die Spanbildung anguckt. Dann kann man noch sagen, von wegen gut, das könnte so ein fließenderer Span sein, wer sich mit Zerspanung viel beschäftigt oder so. Aber im Prinzip für die Preisklasse, sage ich mal, ist das mit dem Bohren schon mal okay. Wir haben hier eine 6 mm Stahlplatte, haben hier innerhalb kürzester Zeit 2 Bohrungen eingebracht. Nächster Punkt ist jetzt natürlich Senken. Und das wundert mich immer bei solchen Sets, egal von welchem Hersteller, da ist nie ein Senker dabei. Und es ist wirklich ein elementarer Punkt, dass man Bohrung vor dem Gewindeschneiden senkt. Wenn man das vernünftig senkt, dann kann man auch vernünftig das Gewinde oder den Gewindeschneider ansetzen, kann da auch wirklich vernünftig anfangen, das Gewinde zu bohren oder zu schneiden. Je nachdem gibt es die verschiedensten Aussagen. Ich sage meistens immer Gewinde bohren. Es ist aber beides nach Norm eindeutig richtig. Das Windeisen ist hier immer zweiteilig drin, das heißt, das ist wegen der Länge natürlich auseinandergeschraubt. Das kann ich ganz einfach zusammenschrauben. Mein Blech muss ich hier fixieren. Das sollte also wirklich vernünftig fixiert sein. Ich habe diese kleinen Maschinenschraubstöcke, ich kann die auch auf meinem Schweißtisch immer mit einem Stift befestigen, ganz einfach. Ich mache es aber wirklich gerne, dass ich sowas im Schraubstock mache. Wenn da die Möglichkeit ist, da ist es wirklich schön fest, da ist es solide. Wir wollen gleich noch andere Spielereien machen. Windeisen ganz einfach zusammenschrauben. Und hier kann man von M12 bis M3 die Gewindebohrer ganz einfach aufnehmen. Da muss man natürlich zu sagen, wir gucken uns nachher noch mal ein anderes Windeisen an. Das sind immer so ganz kleine Windeisen. Das ist nicht so hundertprozentig ideal, wenn man damit arbeitet. Jetzt kann man hier schön Schneidöl nehmen. Ich habe immer diese Sprühdosen. Ich verwende nicht so viel, darum ist für mich so eine Sprühdose wirklich ideal. Und dann setzt man vernünftig diesen Bohrer an den Gewindebohrer. Dabei ganz einfach erstmal 2 bis 3 Gänge drehen. Und das sollte man immer sehr vorsichtig machen. Ich mache das normal so, dass ich es wirklich optisch gerade mache, dass ich optisch gucke und dann wird weiter geschnitten. Hier in dem Fall machen wir es mal klassisch nach Lehrbuch. Das heißt, wir lösen das Ganze wieder, nehmen einen kleinen Winkel und können dann mit dem Winkel gucken, ob das Ganze auch wirklich gerade ist. Es gibt da auch Vorrichtungen. Es gibt Leute, die nehmen eine Tischbohrmaschine oder eine Ständerbohrmaschine, fangen da an, das Ganze anzusetzen. Wie gesagt, ich schneide seit Jahren das Ganze so mit der Hand und ich zeige euch gleich noch eine viel brachialere Möglichkeit. Da werden wir den Gewindebohrer mal richtig testen. Hier sieht man, muss noch ein ganz bisschen rüber in der Form. Seitlich ist es okay,
aber hier ist es noch nicht ganz okay. Das können wir gleich noch ein bisschen hindrücken. Das sieht hier komischerweise in der Kameraaufnahme gar nicht gerade aus, ist aber in der Praxis gerade. Also so eine Kameraaufnahme oder auch ein Foto kann oft wirklich massiv durch die Perspektive und den Winkel, in dem die Kamera steht, täuschen. Das sieht man hier mal dran. Darum, wenn hinterher wieder einer sagt, es war alles schief und krumm, ist in der Form nicht. Ich habe mich hier bemüht, schöne gerade Gewinde zu schneiden. Ich bin aber auch nicht päpstlicher als der Papst. Es soll vernünftig funktional sein. Man will gucken, ob das hier funktioniert. Jetzt kann ich immer das Ganze vor und zurück. Das heißt, wenn ich langsam zurückgehe, breche ich den Span. Ich bin hier wirklich sehr vorsichtig erstmal in dem ersten Element. Ich wollte nicht gleich beim ersten Versuch hier den Gewindebohrer abbrechen. Braucht man sich aber wirklich keine Angst machen. Das Ganze ist solide und man sieht, innerhalb von 1-2 Minuten habe ich hier das erste Gewinde eingebohrt oder eingeschnitten. Das Ganze können wir jetzt ganz einfach testen, indem wir hier eine Schraube eindrehen. Ich habe jetzt einfach irgendeine Schraube genommen, kann ich hier vernünftig andrehen, ist nicht zu einfach, die reinzudrehen, ist nicht zu locker, hat kein Spiel. Also würde ich mal sagen, ist in Ordnung, ist mehr als in Ordnung. Ich habe jetzt keine spezielle Lehre dafür da, sowas gäbe es auch, mit der man das, ein Leerdorn, mit der man das ausprobiert. Aber das habe ich natürlich nicht da. Ich habe eine ganz einfache M8er Schraube. Wenn ich hier seitlich gucke, von wegen ist das auch schön winklig, also ist schon mal mehr als in Ordnung. Hier schöne 6 mm Platte, zweite Gewinde funktioniert genauso. Und jetzt zeige ich euch mal meine ein bisschen brachialere Methode. Und die funktioniert ganz einfach mit dem Akkubohrer. Das heißt, mit dem Akkubohrer kann ich jetzt natürlich ganz einfach meine Kernlochbohrung herstellen. Ich habe hier einen vernünftigen, kräftigen Akkubohrer, der ist jetzt zufälligerweise auch von Parkside. Ist ein sehr bezahlbares Modell, hat richtig viel Dampf. Damit bohre ich hier erstmal meine 6,8 mm Bohrung. Habe mir das jetzt hier nicht angekörnt. Zwischendurch ein bisschen Kühlschmierstoff nochmal drauf machen. Wir wollen natürlich nicht zu trocken bohren. Und jetzt kann ich hiermit bohren und man muss natürlich ganz klar sagen, wenn ich mal eine Bohrung zu Hause mache, wenn ich irgendein Bastelprojekt habe, das richtig schön werden will, dann ist es natürlich gut, hier auch natürlich senken, ganz wichtig, wenn ich das Ganze mit der Hand vorsichtig bohre. Aber wenn man damit Geld verdienen muss, wenn man mal größere Projekte hat, die auch fertig werden sollen, dann ist natürlich sowas die bessere und schnellere Lösung. Ich bin hier Stufe 1. Ich bin beim Schrauben, damit habe ich die Rutschkupplung, da habe ich eine zusätzliche Sicherheit. Ich habe hier meinen Gewindebohrer, meinen Gewindeschneider richtig schön kurz eingespannt. Das ist natürlich auch immer eine wichtige Sache. Wenn er lang aus eingespannt ist oder so, ist die Gefahr immer, dass er da irgendwo am Schaft bricht. Dann treten da ganz andere Kräfte auf. Also kurz einspannen und jetzt kann ich hiermit mein Gewinde ganz einfach bohren. Und das geht hier wirklich im Bruchteil von Sekunden. So schnell kann man Gewinde bohren und das funktioniert auch. Ist sicherlich von der Qualität nicht so wie ein Gewinde, das man da in aller Ruhe reinschneidet oder so, aber auch hier kann man sicherlich einen Winkel dran halten. Auch das wird nicht so extrem irgendwo außer Flucht sein. Ich habe hier eine Kleinigkeit, wo es irgendwo ein bisschen hakt in der Form oder so und das ist natürlich immer eine größere Belastung für einen Gewindebohrer, als wenn ich hier ganz vorsichtig mit der Hand schneide. Aber auch das hat er jetzt gut gemacht, auch das hat gut funktioniert. Auch das Gewinde scheint zumindest mit diesem einfachen Schraubentest in Ordnung zu sein. Genauso ist es natürlich häufig, dass ich Gewinde habe, die nicht mehr richtig funktionieren. Das heißt, da ist mal ein bisschen Dreck im Gewinde, da ist mal ein Span oder ähnliches im Gewinde und schon hat man sich irgendeinen Gewindegang ein bisschen ruiniert. Das ist zum Beispiel hier so gegeben. Das heißt, ich muss mich richtig quälen, hier die Schraube noch in der Form reinzukriegen, beziehungsweise das ist so eine Halterung für einen Winkelschleifer, die hatte ich gerade in der Werkstatt, die wollte ich schon lange mal nachschneiden. Und da kann man jetzt einmal mit dem Gewindebohrer wieder durchgehen und dann ist das Gewinde wieder in Ordnung. In den meisten Fällen funktioniert das wirklich problemlos. Und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, die man hiermit hat. Wenn man irgendwo ein Gewinde hat, was ein bisschen verjuckelt ist, was nicht mehr richtig funktioniert, einmal durch von M3 bis M12 und das Gewinde ist wieder intakt. Nächste Herausforderung ist eine M12 Gewindebohrung. Will ich auch noch in diese 6 mm Platte einbringen. Dafür habe ich jetzt vorgebohrt mit einem 6 mm Bohrer. Den nutze ich immer zum Vorbohren. Und dann nehmen wir hier den 10,2 mm Bohrer und dann bohren wir hier in diese Stahlplatte rein.
Und das hat funktioniert, 1,5 Umdrehungen und dann war Schicht im Schacht. Habe ich vorne so ein bisschen an der Schneide geguckt, da hat man schon gemerkt, irgendwas ist da nicht so hundertprozentig ideal. Ich habe mir dann einen Senker genommen, habe die Bohrung ausgesenkt, damit ich da diese Ansätze nicht mehr habe, um das einfach nochmal ausprobieren zu können. Das heißt, hier richtig schön sauber gesenkt, sieht man in der Form. Und so kann man dann nochmal einen zweiten kleinen Versuch starten. Und bei dem Versuch sieht man auch gleich wieder, dass das überhaupt nicht in irgendeiner Form funktioniert. Was habe ich also gemacht? Ich habe die Schneiden mal ganz vorsichtig nachgeschliffen und habe es dann nochmal ausprobiert. Ist natürlich blöd für jeden, der keinen Schleifstein hat, beziehungsweise für jeden, der sich dann an das Bohrerschleifen nicht so ganz so rantraut. Ich bin da auch jemand, ich habe eine eher unorthodoxe Methode, die hat mir früher mal jemand gezeigt und so schleife ich immer, aber meine Bohrer bohren nach dem Schleifen, also in der Regel, also so ganz verkehrt kann das nicht sein. Ich habe das ganz vorsichtig nur vorne die Schneide nachgeschliffen und dann kann man hier wieder vernünftig mit bohren, kann dann hier diese Bohrung zu Ende führen. Und das geht hier für eine 6 mm Platte wirklich innerhalb von Sekunden. Vielleicht sogar ein bisschen zu stark gedrückt, vielleicht ein bisschen übermotiviert. Es war ja auch schon stark angesenkt. Ich habe natürlich noch eine zweite 10,2 mm Bohrung durchgeführt, um das nochmal auszuprobieren. Das ist jetzt wieder ganz einfach vorbohren und dann das Ganze bohren. Und da sieht man, dass es nachgeschliffen dann vernünftig funktioniert. Kann ein Einzelfehler sein, kann aber auch ein Serienfehler sein, kann ich immer schlecht beurteilen. Ich habe diese eine Box und wie diese eine Box funktioniert, das versuche ich hier in diesem Video darzustellen. Und jetzt ist es im Prinzip genau das gleiche, wie ich vorher mit dem M8er Gewinde gemacht habe. Das heißt, ich schneide das hier ganz einfach rein, habe vorher natürlich die Bohrung vernünftig gesenkt. Das sage ich immer wieder, weil das wirklich eine Grundlage ist. Und du siehst Leute, die haben dann da irgendwo, schaffen sie es nicht, ein Gewinde zu schneiden. Und im Prinzip ist das meistens, weil es nicht gesenkt ist. Mit diesem kleinen Windeisen ist das hier ein bisschen Quälerei, muss man ganz klar sagen. Die sind aber immer in diesen Sets enthalten, allein schon wegen der Größe und natürlich irgendwo auch wegen dem Preis. Ich habe noch ein deutlich größeres Windeisen, damit mache ich das oder schneide ich mal das zweite M12er Gewinde. Da sieht man, dass es wirklich dann nicht am Gewindebohrer liegt, sondern dass das Windeisen halt so ein bisschen klein dimensioniert ist. Aber mein anderes Windeisen, was ich habe, das kostet, glaube ich, schon 2- oder 3-mal so viel wie dieses ganze Set hier. Also in dem Fall kann man da wirklich nicht meckern, ist aber nicht ideal mit diesem kleinen Windeisen, so ein M12er Bohrer. Aber im Prinzip, man sieht das hier schon, es sind ganz andere Dimensionen, ist ein ganz anderes Qualitätsniveau, ist aber halt auch deutlich teurer. Damit funktioniert das Ganze jetzt gleich deutlich besser. Ich habe hier mit den längeren Schenkeln ein bisschen mehr die Möglichkeit, so ein bisschen Gefühl aufzubringen, das so ein bisschen vorsichtig zu machen, vorsichtig ein bisschen Kraft aufzubringen. Und daran sieht man auch, das kleine Windeisen, das ist so ein bisschen Quälerei. Aber der Gewindebohrer an sich, der ist wirklich super. Muss man ganz klar sagen, bis auf den einen 10,2 mm Bohrer, den ich so ein bisschen nachgekitzelt habe oder so, ist das wirklich von der Qualität her super. Finde ich alles andere als schlecht und ist mehr als ausreichend, was der normale Hobbyhandwerker zu Hause macht, der dann da irgendwo ab und zu mal ein Gewinde nachschneidet, beziehungsweise irgendwo mal eine Gewindebohrung erstellt in der Form. Also dafür ist das mehr als ausreichend und dann hat man, wie gesagt, alles zusammen von M3 bis M12. M5 habe ich in der Form auch nochmal ausprobiert, das hat auch super funktioniert, habe ich jetzt auch in der Form auf die Schnelle mit dem Akkubohrer gemacht. Mit diesem Akkubohrer Gewinde schneiden, das mache ich allerdings immer von M6 bis M10. M12 wird die Kraft irgendwann zu groß und die kleineren, die neigen dann dazu, doch sehr schnell abzubrechen und das ist dann natürlich auch schade. Das wollen wir nicht und darum machen wir das nicht. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Alles, was ich hier verwendet habe, das Gewindebohrer-Set und meine Tischbohrmaschine, die ist auch unwahrscheinlich schön, die kann ich hier unter auch noch mal verlinken, verlinke ich hier unter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen und bei der Metallbearbeitung. Bis dann, euer Manni.